Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach gibt es Fragen und Antworten zu der Geschichte. Zuletzt lernst du neue Vokabeln. In der Beschreibung findest du eine Tabelle mit den wichtigsten Begriffen. Seit ich ein Kind war, hatte ich immer davon geträumt, eines Tages mein eigenes Haus zu haben. Nicht irgendein Haus, sondern ein Haus, das genau so ist, wie ich es mir vorstelle. Jetzt, wo ich erwachsen bin, denke ich oft darüber nach, wie mein Traumhaus aussehen würde. Mein Traumhaus liegt am Rande einer kleinen Stadt, umgeben von grünen Wiesen und Wäldern. Es ist ein Ort, an dem ich Ruhe und Frieden finden kann, aber auch nicht zu weit von den Annehmlichkeiten der Stadt entfernt bin. Das Haus selbst ist ein großes, gemütliches Landhaus im traditionellen Stil, mit einem großen Garten rundherum. Schon wenn man das Haus betritt, merkt man die warme und einladende Atmosphäre. Im Eingangsbereich gibt es eine große Holztür mit bunten Glasfenstern. Wenn man die Tür öffnet, kommt man in einen geräumigen Flur mit einem schönen Holzboden und einer Treppe, die in die oberen Stockwerke führt. Rechts vom Flur befindet sich das Wohnzimmer. Es ist mein Lieblingsraum im ganzen Haus. Das Wohnzimmer ist groß und hell, mit großen Fenstern, durch die viel Licht einfällt. In der Mitte des Raumes steht ein gemütliches Sofa, auf dem ich mich nach einem langen Tag entspannen kann. An den Wänden hängen Bilder und Regale mit meinen Lieblingsbüchern. In einer Ecke steht ein Kamin, der an kalten Winterabenden für Wärme und Gemütlichkeit sorgt. Neben dem Wohnzimmer liegt die Küche. Sie ist modern und gut ausgestattet, mit allen Geräten, die man zum Kochen braucht. In der Mitte der Küche steht ein großer Esstisch aus Holz, an dem die ganze Familie Platz findet. Ich stelle mir vor, wie wir dort zusammensitzen, essen und lachen. Die Küche hat auch eine große Terrassentür, die in den Garten führt. Im Sommer öffne ich oft die Tür, um die frische Luft und den Duft der Blumen hereinzulassen. Der Garten ist ein weiteres Highlight meines Traumhauses. Es gibt viele bunte Blumenbeete, einen kleinen Teich und sogar einen Gemüsegarten, in dem ich mein eigenes Gemüse anbauen kann. In einer Ecke des Gartens steht eine kleine Hütte, die als Werkstatt dient. Hier kann ich handwerkliche Projekte durchführen und meine Kreativität ausleben. Es gibt auch einen gemütlichen Sitzbereich mit einem Grill, wo ich im Sommer mit Freunden und Familie grillen kann. Im ersten Stock des Hauses befinden sich die Schlafzimmer. Mein Schlafzimmer ist groß und hat ein großes Fenster, durch das ich jeden Morgen den Sonnenaufgang sehen kann. Es gibt ein großes, bequemes Bett und viele Kissen, die für Komfort sorgen. In einer Ecke des Raumes steht ein kleiner Schreibtisch, an dem ich arbeiten oder schreiben kann. Ein großer Kleiderschrank bietet viel Platz für meine Kleidung. Im oberen Stockwerk gibt es auch ein großes Badezimmer. Es hat eine Badewanne, eine Dusche und 2 Waschbecken. Die Fliesen sind in hellen Farben gehalten, und große Fenster lassen viel Licht herein. Nach einem langen Tag genieße ich es, ein heißes Bad zu nehmen und mich zu entspannen. Ein weiteres Highlight meines Traumhauses ist der Dachboden. Er ist ausgebaut und dient als Hobbyraum.
Hier habe ich Platz für meine Musikinstrumente und kann ungestört spielen. Es gibt auch einen kleinen Bereich mit bequemen Sitzsäcken und einer Leinwand, auf der ich Filme schauen kann. Der Dachboden ist mein persönlicher Rückzugsort, an dem ich meine Freizeit genießen kann. Im Keller des Hauses befindet sich eine kleine Sauna. Ich habe schon immer davon geträumt, eine Sauna zu haben, in der ich nach einem anstrengenden Tag entspannen kann. Neben der Sauna gibt es auch einen kleinen Fitnessraum mit ein paar Geräten, damit ich mich fit halten kann. Was ich an meinem Traumhaus besonders liebe, ist die Kombination aus traditionellem Charme und modernem Komfort. Die Holzdetails und die gemütliche Einrichtung verleihen dem Haus eine warme Atmosphäre, während die modernen Annehmlichkeiten dafür sorgen, dass es an nichts fehlt. Es ist ein Ort, an dem ich mich rundum wohlfühle und der all meine Bedürfnisse erfüllt. Manchmal sitze ich einfach im Garten, schaue auf das Haus und träume davon, wie es wäre, wirklich dort zu leben. Ich stelle mir vor, wie ich morgens aufstehe, einen Kaffee auf der Terrasse trinke und den Vögeln lausche. Oder wie ich abends mit einem guten Buch vor dem Kamin sitze und den Tag ausklingen lasse. Mein Traumhaus ist nicht nur ein Ort zum Wohnen, sondern ein Ort, an dem ich meine Träume und Wünsche verwirklichen kann. Der Traum. Mein Traum ist es, die Welt zu bereisen. Der Traum. Die Werkstatt. In der Werkstatt wird viel gebastelt. Die Werkstatt. Der Grill. Wir machen oft Grillabende im Sommer. Der Grill. Die Wiese. Die Wiese ist voller bunter Blumen. Die Wiese. Der Wald. Der Wald ist ein ruhiger Ort zum Spazierengehen. Der Wald. Der Frieden. Nach dem Streit kehrte endlich Frieden ein. Der Frieden. Der Eingang. Der Eingang zum Museum ist um die Ecke. Der Eingang. Der Dachboden. Auf dem Dachboden bewahren wir alte Möbel auf. Der Dachboden. Die Sauna. Eine Sauna ist ideal zur Entspannung. Die Sauna. Der Garten. Im Garten wachsen viele verschiedene Pflanzen. Der Garten. Das Blumenbeet. Das Blumenbeet blüht in allen Farben. Das Blumenbeet. Der Teich. Im Teich schwimmen bunte Fische. Der Teich. Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.